Manchmal möchten wir unsere Reaktion auf einen Nutzer davon abhängig machen, was wir über ihn wissen oder was er uns sagt. Eine Möglichkeit, dies in Cognigy umzusetzen, ist mit Hilfe einer if-Node. If-Nodes ermöglichen eine einfache Verzweigungslogik. Falls Sie mit dem Konzept nicht vertraut sind, if-Nodes überprüfen eine Bedingung und folgen dann entweder einem then-Pfad oder einem else-Pfad. Hier sind einige Beispiele. Wenn es morgens ist, dann kochen Sie Kaffee, ansonsten trinken Sie Wasser. Wenn es regnet, dann nehmen Sie einen Regenschirm mit, ansonsten tragen Sie eine Sonnenbrille. Manchmal gibt es auch ein then ohne ein else. Wenn Ihr Akkustand niedrig ist, dann laden Sie Ihr Handy auf, ansonsten müssen Sie nichts tun. Wenn ich meinem Flow-Diagramm in Cognigy eine if-Node hinzufüge, erstellt Cognigy automatisch die if-Node, einen then-Zweig und einen else-Zweig. Wie Sie sehen, enthält die if-Node standardmäßig die Bedingung 1 = 1. Sie werden diese natürlich nie verwenden, sondern immer Ihre eigene Bedingung hinzufügen. In diesem Video behandeln wir ausschließlich den Regeleditor, den Sie im Panel zum Editieren der Nodes sehen, wenn Sie auf eine if-Node klicken. Der Regeleditor ist unser Tool zum Erstellen von Bedingungen. Eine Bedingung ist das, was wir überprüfen, also zum Beispiel, ob es morgens ist, ob es regnet oder ob der Akkustand niedrig ist. Am Ende des Regeleditors sehen Sie die Option zum Verwenden des erweiterten Editors. Über diesen werden wir später sprechen, wenn wir das Thema Cognigy Script behandeln. Der Regeleditor ermöglicht es Ihnen unter Verwendung von Token Bedingungen zu überprüfen. Aber lassen Sie uns zuvor einige grundlegende Operatoren testen. Um zu erfahren, wie die Überprüfung der Bedingung ausgefallen ist, ergänze ich in den then- und else-Zweigen jeweils eine say-Node. Wenn ich den Chat starte, sehe ich, dass der then-Zweig gewählt wurde. Das liegt daran, dass die Bedingung 1 = 1 lautet, was natürlich zutreffend ist. Ich ändere die Bedingung in 1 = 2. Und wenn ich jetzt teste, folgt Cognigy dem else-Zweig, weil 1 eben nicht gleich 2 ist. Wenn ich die Bedingung in 1 = 2 ändere, wird der then-Zweig gewählt. Dasselbe gilt, wenn ich die Bedingung 1 nicht gleich 2 festlege. Versuchen wir noch eine andere Bedingung. Ich kann testen, ob ein Wort ein anderes enthält. Also zum Beispiel, ob Cognigy Cog enthält. Und das ist der Fall. Beachten Sie, dass der Operator enthält zwischen Groß- und Kleinschreibung unterscheidet. Wenn ich also überprüfe, ob Cognigy ein kleingeschriebenes COG enthält, wird der else-Pfad ausgewählt. Sehen wir uns nun einige praktische Beispiele an. Ganz am Anfang des Flows füge ich eine Question Note hinzu und wähle dafür eine Ja-Nein-Frage. Regnet es draußen? Mit meiner if-Bedingung möchte ich überprüfen, ob der Nutzer mit Ja oder Nein geantwortet hat. Ich wähle das Token Last Question Result und den Operator ist Ja aus den Dropdown-Listen aus. Machen wir den Test. Wenn ich Ja sage, führt der Pfad über den then-Zweig. Wenn ich Nein sage, wird der else-Zweig ausgewählt. Verwenden wir nun einen anderen Fragetyp wie eine Zahlfrage. Ich frage, wie viele Gepäckstücke möchten Sie aufgeben? Als meine Bedingung lege ich fest, dass das Token First Number Slot größer als 0 sein soll.
Wenn ich 3 antworte, wird der Then-Zweig ausgewählt. Wenn ich 0 antworte, folgt Cognigy dem Else-Zweig. Nehmen wir an, ich möchte jemanden mit seinem Namen begrüßen, falls bekannt. Ich entferne meine Question Node. Für meine If-Node wähle ich Vorname als mein Token und existiert als mein Operator. Probieren wir es aus. Cognigy kennt meinen Vornamen nicht, also warum fragen wir nicht einfach danach? Im Else-Zweig ergänze ich eine Question Node. Ich verwende den Textfragetyp und frage, wie lautet Ihr Vorname? Unter Profilspeicherung aktiviere ich die Option Ergebnis in Kontaktprofil speichern und wähle den Vornamen als meinen Profilkey aus. Im Then-Zweig möchte ich den Nutzer mit seinem Namen begrüßen. Ich füge eine Say-Note hinzu und gebe ein Hallo, Vorname, Token. Testen wir es nochmal. Jetzt, da Cognigy meinen Vornamen kennt, kann es mich auch mit Namen begrüßen. Wie Sie wissen, werden die Profilwerte über Konversationen hinweg beibehalten. Wenn ich also das nächste Mal mit dem Bot spreche, wird er sich immer noch an meinen Namen erinnern. Das waren die grundlegenden Themen zu If-Nodes. If-Nodes entfalten ihr volles Potenzial erst in Kombination mit Cognigy Script. Und darüber werden wir im Flow Developer Kurs sprechen.